Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute im Teil 3 unserer Phantom Leaf Serie das Tarnmuster Z2. Mit diesem Video habt ihr den ersten Abschnitt unserer Phantom Leaf Serie geschafft. Das dritte erhältliche Tarnmuster der zivilen Reihe WASP 2 hier und heute mit Z2. Diese Tarnung ist für Vorwüsten gedacht, für aride Gegenden, alles was trocken und ausgebrannt ist. Allerdings funktioniert dieses Muster auch bei uns relativ gut. Diese Szene kennt ihr aus den ersten Videos bereits. Hier haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um nochmal den Ort zu bereisen und dann auch wieder genau an derselben Stelle unseren Protagonisten zu platzieren. Ihr könnt sehen, dass bei allen Varianten, egal ob Z3a, Z4 oder Z2, das Tarnmuster unwahrscheinlich gut wirkt, auch auf kurze Distanzen. Warum ist das so? Wir haben euch ja bereits erklärt, dass in dem Tarnmuster Mikro-, Midi- und Makroelemente enthalten sind, aber das ist nicht das Geheimnis von Phantom Leaf. Das Geheimnis von Phantom Leaf ist, es tarnt nicht und es versucht nicht zu imitieren. Das Muster ist so ausgelegt, dass es reines Chaos bewirkt, nämlich in eurem Gehirn. Das Auge sieht, das Gehirn versucht zu verarbeiten, kann aber keinen Vergleich darstellen zu irgendwelchen bekannten Mustern wie der menschlichen Silhouette oder sonst irgendwas, was für das Gehirn Gefahr bedeutet, wo es sagt Alarm, Alarm. Und dadurch wird diese Information einfach als Müll abgelegt. Und das ist der Grund, warum ihr dieses Muster hier auch im Nahbereich relativ spät oder relativ schlecht erkennt. Obwohl Z2 eigentlich für aride Gebiete konzipiert ist, funktioniert es in der heimischen Fauna auch recht gut. Das liegt daran, dass mit den Brauntönen auch einige Grüntöne mit eingearbeitet sind, die helfen hier das Muster gut zu verschmelzen. Hat man hier Stein, Moos und auch ein bisschen Totholz, hat man die perfekte Tarnung der Uniform. Wenn man jetzt noch ein 3D-Element wie einen Tarnumhang einsetzt, dann wäre hier wirklich der Protagonist auf kurze Distanz nicht auszumachen. Das getarnte Objekt befindet sich auf 25 Meter Distanz. Hier könnt ihr sehr gut sehen, dass das Tarnmuster auch Grünanteile hat, da wir hier auf diesem braunen Totholzhaufen liegen. Trotzdem ist das mit der Tarnung hervorragend gelöst, weil die Steine mit dem Moos einen ähnlichen Farbton haben und damit auf diese Distanz das Objekt gar nicht auszumachen ist. Ganz anders sieht das aus, wenn die Kampfdistanz zwischen 50 und 100 Metern liegt. Hier hat man wirklich absolut keine Chance, das Objekt auszumachen, selbst wenn wir hier also schlecht gewählt, vor dem Haufen Holz uns befinden, ohne zusätzliche 3D-Elemente. Also das wäre wirklich die schlechtmöglichste Tarnung, die man wählen kann und trotzdem funktioniert das Tarnmuster hier perfekt. Nächstes Beispiel, Kampfentfernung 80 bis 100 Meter. Jetzt haben wir eine bessere Position gewählt und zwar hinter dem Holzhaufen. Jetzt ist das Tarnmuster wirklich noch schwieriger auszumachen und man sieht ganz klar, wir haben hier nur die reine Uniform. Kein Tarnumhang, keine Blätter, keine sonstigen Hilfsmittel, die uns helfen, die Silhouette zu verstecken, sondern nur das, was wir am Mann tragen. Wo ist er hin? Hier kommen wir der Sache schon näher, wo der Designer von Phantom Leaf hin wollte mit dem Z2-Muster. Viele Gelbtöne, helle, ausgebrannte Wiesen, genau dort fühlt sich Z2 am wohlsten. Man hätte ihn hier jetzt weiter hinten vermutet, aber in Wirklichkeit lag er doch ein ganzes Stück weiter vorne. Zu Tarnen und Täuschen gehört auch die vierte Dimension, das Riechen. Ich erinnere an den Film mit Tom Berenger, The Sniper. Da hat sich der Protagonist hinter einem Pferdemisthaufen versteckt, damit die Suchhunde ihn nicht aufspüren können. Hier auf dem oder neben dem Misthaufen tarnt Phantom Leaf auch erstaunlich gut. Das ist aber auch kein Wunder. Wir haben hier dieselben Farbtöne vorhanden. Das heißt, wir haben das Stroh und wir haben die dunkleren, brauneren Flecken. Das Muster tarnt sich hier perfekt ein. Hätten wir jetzt noch eine Kopfbedeckung, wäre es perfekt. Was wir hier nicht haben, müssen wir uns borgen. Dafür ist unser guter Freund in Spanien zuständig. Fali Serrano liefert uns in der spanischen Vorwüste hier nochmal ein paar Impressionen, wo das Z2 wirklich zu Hause ist. Zur Wiederholung. WASP 2, Z3a, Z4, Z2. Das Muster ist immer gleich, nur die Farben werden unterschiedlich gewählt. Deswegen funktioniert das auch bei der Nachttarnung so gut. Hier haben wir jetzt das Z2, einmal in Lowlight-Beleuchtung und natürlich liefern wir euch auch dazu die entsprechende Nachtsichtaufnahme. Die gleiche Szene nochmal unter dem Nachtsichtgerät. Hier sieht man ohne Infrarotaufheller, die Tarnung funktioniert hervorragend.
Wir haben hier direkt im ganz nahen Umfeld, also wirklich innerhalb von 5 Metern uns platziert und trotzdem fügt sich das Muster hier so ein, dass es kaum ins Auge fällt. Nächste Szene, wieder erst mit Lowlight, hier ganz offensichtlich auf dem Holzhaufen platziert, nur die Uniform ohne zusätzliche Tarnelemente und das gleiche nochmal unter dem Nachtsichtgerät. Hier sieht man jetzt deutlich, dass mit dem Nachtsichtgerät die Wahrnehmung oder die Identifizierung schwieriger ist als im Lowlight. Bedeutet also, da müsst ihr auch schauen, in welcher Umgebung ihr euch bewegt. Kann der Gegner ein Nachtsichtgerät einsetzen oder wird er mit einer Taschenlampe umherstreifen? Wie auch immer, innerhalb dieser Distanz, innerhalb 5 Meter ist, denke ich, alles schon geschwätzt. Das heißt, wenn ihr dann nicht Zugriff erfolgen lasst, dann weiß ich auch nicht. Wir haben euch ja schon gezeigt, dass Phantom Leaf auch in der Bewegung funktioniert. Hier haben wir uns jetzt mal vor dem Maisfeld platziert. Da sieht man jetzt natürlich, die dunklen Elemente stechen hier hervor. Hier ist jetzt der Platz deutlich besser gewählt. Da fällt eigentlich nur das Netz im Kopfbereich, sticht heraus. Da ist man eindeutig daran zu identifizieren. Aber wenn ich diese Silhouette dann auch entsprechend nochmal anpasse, dann ist es kein Problem. Unter dem IR-Strahler sieht man hier, die Umgebung strahlt nicht mehr ab als die Tarnung selber. Das heißt, das Muster ist auch IR-sicher. Aber ganz ehrlich, Leute, wer mit dem Nachtsichtgerät unterwegs ist und den IR-Strahler einsetzt, der macht grundlegend etwas falsch. Das war's. Seid gespannt, was in den nächsten Teilen kommt. Hier schon mal ein kleiner Teaser, was euch erwarten könnte. Was genau verraten wir nicht. Es wird auf jeden Fall Phantom Leaf drin vorkommen. Damit sind wir am Ende unserer Vorstellung vom Z2 Camo von Phantom Leaf Wasp 2. Das ist auch ein sehr beeindruckendes Muster, was ich besonders interessant fand, obwohl es ja eigentlich hier für aride Gebiete gedacht ist, wo wirklich Wüsten, Vorwüsten und braune Landschaften hauptsächlich vorherrschen, funktioniert es doch auch bei uns ziemlich gut. Das liegt einfach daran, dass hier auch ein Anteil Grün mit drin ist, von daher alles richtig gemacht. Fügt sich perfekt in die anderen beiden Tarnmuster ein, in Kombination kann man einfach nur empfehlen. Wasp 2 bekommt ihr überall dort, wo man Phantom Leaf Produkte zu kaufen gibt. Alle Muster, ob das jetzt Z2, Z3A oder Z4 ist, einfach mal den Link besuchen, unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Tarnmuster? Schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann wird das jetzt höchste Zeit und denkt daran, auch die Glocke zu klicken für neue Videos. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.